Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier im MVG-Museum der Münchner Verkehrsgesellschaft. Ich bin hier bei Klaus Wintermeyer von der IG Mikromodell. Die haben ja eine wunderschöne H0-Landschaft mit vielen ferngesteuerten Autos. Da habe ich auch schon Videos gezeigt davon. Und auf dieser Anlage hat sich jetzt hier einiges Neues getan. Ich habe schon mal die Schiffe gezeigt und das ist jetzt größer geworden. Ja, wir haben jetzt tatsächlich unsere Wasserstraße um 1,22 m Modul verlängert. Wir kommen also jetzt insgesamt inklusive Hafen und unseren sogenannten Wendesee auf 6,5 Meter. Zudem haben wir gleich noch die Anlage ausgerüstet mit einem Magnetband für DCK-System. Da ist jetzt erstmals ein Fahrzeug unterwegs. Seit heute Morgen um 10 Uhr absolut fehlerfrei, dreht er hier seine Runden, ohne nachzuladen. Und für uns eigentlich eine ganz gute Ergänzung zum Spielen. Wir haben jetzt einen Gegner, der auf nichts Rücksicht nimmt. Das heißt, wir als RC-Fahrer müssen jetzt echt aufpassen. Was macht das Fahrzeug? Weil der bremst einfach nicht. Ja? Der fährt da rücksichtslos durch. Das heißt, eine neue spielerische Herausforderung. Man hat hier mit in die Fernsteuerlandschaft trotzdem einfach das DCK-System mit integriert, um eben hier auch mal dann im Realbetrieb Gegenverkehr zu haben. Richtig, der genau. Nicht aufpasst und keine Rücksicht nimmt. Genau, vor allen Dingen, es sind nicht immer alle Kollegen da, die gleichzeitig mit den Fahrzeugen fahren können. Wenn sich mal nichts rührt, dann fährt wenigstens ein DCK-Auto. Und wenn man dann mit dem Auto hinterherfahren kann oder sich jetzt vorstellt, da fährt jetzt auch ein Linienbus, der dann gelegentlich bei den Haltestellen annäht, dann ist das für uns eine Steigerung von dem Spielwert. So, jetzt muss der LKW aus dem Weg fahren, sonst kracht es gleich. Weg ist er. Ja, auch das muss man aufpassen. Das heißt, ein Ferngesteuerter muss dann aus dem Weg. Und dann hier diese Wasserstraße, das ist ja hier eine Seltenheit, eine H0-Wasserlandschaft, die wirklich auf Ausstellungen gehen kann. Soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die mit einer transportablen Wasserstraße unterwegs sind. Wir haben ein Fassungsvermögen von 140 Liter. 140 Liter? Und sind schaut gar nicht so viel aus. Mit einer Wassertiefe von 5,5 cm. So können auch ein bisschen größere Schiffchen fahren, wie zum Beispiel mein Hafenschlepper, der 50 mm Tiefgang hat. Ja, es macht unglaublich viel Spaß. Wir planen jetzt auch noch ein weiteres Modul zur Straße-Schiffverladung. Mit Hilfe von einem Schalengreiferbagger kann man also Sand in ein Bunkerschiff verladen. Das zeigen wir dann nächstes Wochenende auf einer Ausstellung. Können wir mal irgendein Schiff noch fahren lassen? Das wäre schön, ja, wenn wir ihr haben jetzt sehen hier könnte. unser Landungsboot. Mit dem Landungsboot fahren wir jetzt mal kurz zu unserem See. Dort wartet bereits ein LKW auf Fährbetrieb. Und da versuchen wir jetzt mal davor zu kommen. So, sagen wir mal kurz dem LKW-Fahrer Bescheid. Tom, wir sind dann soweit. Das Landungsboot ist ein demilitarisiertes Zweites Weltkriegsboot der US-Armee. Haben wir ein bisschen ummodifiziert mit Sachen aus der Bastelkiste, ein wenig abgefremdet oder abgeändert. Und hat aber einen hohen Spielwert, weil wir halt Fahrzeuge bis 50 Gramm spazieren fahren können. Ja, IG Mikromodell, das ist so eine Vereinigung von verschiedenen Enthusiasten, sage ich jetzt einfach mal etwas salopper, die einfach in 1:87 H0 fernsteuern wollen. Es Richtig. macht ja auch Spaß und es gibt ja auch inzwischen tolle Modelle. Und der macht jetzt hier wirklich Landungsboot und dann eine Verladung. Ja, genau, so ist der Plan. Hoffen wir mal, dass nichts ins Wasser fällt. Das sieht jetzt ganz gut aus. Braucht ein bisschen Anlauf. Jawohl, wunderbar. So, jetzt möglichst gerade drauf kommen. Schaut gut aus. So, machen wir die Klappe zu. Jetzt fahren wir in Richtung Hafen und versuchen dort anzulanden. Versuchen heißt im Endeffekt doch ein bisschen Risiko. Es kann nicht immer passieren, funktionieren. Man kann also nicht garantieren. Aber das ist halt schön, wenn man so eine Live-Vorführung hat, dann ist es halt trotzdem spannend. Wir haben in der Tat tatsächlich auch schon ein Fahrzeug versenkt. Es ist das Schiff mit dem LKW umgekippt, ist Gott sei Dank nichts passiert. Nach einer halbtägigen Trocknungsphase fuhr der LKW wieder und das Schiff hat es auch schadlos überstanden.
Klaus Wintermeyer, wie lange betreiben Sie das Hobby schon? Ich mache das seit 2004, also jetzt bin ich tatsächlich im 20. Jubiläumsjahr und ja, habe mittlerweile knapp 30 Fahrzeuge und 2 Schiffe. Ja, ich habe letztes Mal ein schönes Video auch gedreht von einem sehr geländegängigen, der über eine sehr abenteuerliche Brücke fährt. Das kann ich hier auch nochmal verlinken, dass man das vielleicht mal anschauen kann. Und auch diese Anlage generell, hier ist einiges auch wieder am Bauen dazugekommen. Und das wird auch alles, glaube ich, dann mit dem DCK-System kombiniert. Richtig, wir wollen das erweitern auf jedes Modul, damit wir also doch richtig Strecke machen können. Ich selbst habe jetzt 29 Meter an Magnetband verlegt. Und es kommen jetzt noch weitere 10 Meter dazu, dann bin ich mit meinen Modulen komplett durch. So, Moment, warte, bis ich da stehe. So, ich gebe ein bisschen Gegengas. Ja, wunderbar. Passt perfekt. Und jetzt kann der LKW hier an der anderen Seite weiterfahren. Und so kombiniert sich Schifffahrt, Fernsteuer, Modellbau und das K-System und alles Mögliche. Und alle haben hier Spaß an der ganzen Geschichte. Und ich wünsche hier auch weiterhin viel Spaß auf vielen, vielen schönen Ausstellungen. Danke für deinen Besuch, Peter. Merci.